Morgen kriegen wir hin. Während Stefan Rech auf einen lukrativen Job setzt, hat sich Verena Schwab beruflich für ihre Leidenschaft entschieden. Wie geht es den beiden damit? Komm, halbe Spitze hoch. Die ausgebildete Tanzpädagogin hat ihr Hobby aus der Kindheit zum Beruf gemacht. Seit einigen Jahren unterrichtet Verena Schwab sogar in ihrer eigenen Hall of Dance. Das ist einfach das Beste, was man machen kann, dass man einen Beruf ergreift, der einen erfüllt. Ich habe mit super vielen Menschen zu tun, die mich glücklich machen. Es erfordert eine ordentliche Portion Mut, das zu wagen, wofür man brennt. Ihr Berufswunsch kam bei ihrer Mutter damals nicht so gut an. Ja, die war so semi-begeistert. Mach doch was Vernünftiges. Das ist doch brotlose Kunst. Ja, für mich ist es was Vernünftiges. Ihr Arbeitsalltag heute reicht von klassischen Ballettkursen über Jazz bis Streetdance. Während der Corona-Pandemie musste sie die Tanzschule zweimal für mehrere Monate schließen und konnte nur online unterrichten. Jobs gibt es genügend, aber das hier ist mein Leben. Also das aufzugeben wäre Katastrophe. Als Chefin trägt sie Verantwortung und Risiko, auch über den Feierabend hinaus. Du brauchst schon Vorbereitungszeiten. Du musst Musik finden. Du musst dir Choreografien ausdenken. Du brauchst Aufwärmtrainings und das für die ganzen unterschiedlichen Klassen. Was mir keinen Spaß macht, ist Büroarbeit. Auch eine Jahresbilanz. Putzen macht mir auch keinen Spaß, aber das ist einfach, das gehört irgendwie dazu. Viel Arbeit, wenig Freizeit. Wofür? Tanzen ist meine Leidenschaft. Und genau das will ich, so wie es mich glücklich macht, möchte ich gerne die anderen glücklich machen. Aber muss man in der Arbeit allein die absolute Erfüllung finden? Stefan Rech fotografiert gerne in seiner Freizeit. Also das ist was mich total ausfüllt, wo ich Impulse bekomme, wo ich neu kreativ werden kann, mich entfalte, erhole bei der Fotografie. Ich freue mich immer drüber, wenn die Menschen hinterher über ihre Bilder glücklich sind, die ich für sie machen kann. Das ist das, was die Fotografie für mich bedeutet. Stefan Rech ist Geschäftsführer der Firma Reuse Haustechnik in Kassel. Auf Wunsch seines Teams hat er die 4-Tage-Woche eingeführt, bei vollem Gehalt und Urlaubsanspruch für alle. Um den Freitag frei zu bekommen, arbeiten wir Montag bis Donnerstag 1 Stunde 15 Minuten länger. Es hat für die Mitarbeiter, die ja hart körperlich arbeiten, einen Tag Erholungswert mehr gewonnen. Für seine Angestellten fühlt sich die kürzere Arbeitswoche so ganz anders an als vorher. Super, kann ich nur sagen, weil man hat wirklich einen Tag frei und man kann endlich mal was machen. Man hat ein langes Wochenende, wenn man mal wegfahren will zum Beispiel. Am Freitag habe ich natürlich auch frei. Ich habe jetzt einen Tag mehr Zeit, um tatsächlich auch mich mit meinem Lieblingsthema zu beschäftigen und habe natürlich dadurch auch viel mehr für mich an Erholung und Ausgleich gewonnen. Ne? Auch wer die Leidenschaft außerhalb seines Jobs findet, kann die Arbeit dennoch gut machen. In diesem Fall bis Donnerstag 17 Uhr. Dann heißt es Wochenende. Auch wieder links um die Kurve, perfekt, sehr gut. Ja, es gibt heutzutage ganz unterschiedliche Konzepte, wie Menschen das Arbeiten und das Leben verbinden. Und es gibt im Main-Kinzig-Kreis in Bierstein sogar ein Life-Work-Balance-Institut. Das hat Kerstin Zieslik gegründet. Hallo. Hallo. Wieso haben Sie gerade diese Wörter umgedreht? Die meisten sprechen ja von Work-Life-Balance, Sie sprechen von Life-Work-Balance. Ja, das ist relativ einfach erklärt. Der Work-Life-Balance-Ansatz entscheidet sich von dem Life-Work-Balance-Ansatz hinsichtlich der Vorgehensweise. Also bei dem Work-Life-Balance-Philosophie gehe ich von einer nicht veränderbaren beruflichen Säule aus, der ich allen meinen Lebensbereichen unterordne. Und beim Life-Work-Balance-Ansatz soll er aber allen 3 Säulen, die wir hier auch sehr schön sehen, gerecht werden. Und es geht davon aus, dass nachhaltige Erfolge oder auch Zufriedenheit eben dann wahrscheinlich sind, wenn meine Säulen zu meiner Persönlichkeit passend in Balance sind. Ich glaube, das machen wirklich viele Leute falsch, dass diese Arbeit so als ganz feste Säule erstmal gesehen wird und so unveränderbar scheint. Ja. Jetzt haben Sie Ihr Säulenmodell auch mitgebracht. Da sind die Säulen Beruf, Beziehungen und die Gesundheit. Wie gehe ich da jetzt vor, wenn ich versuchen möchte, herauszufinden, wo vielleicht meine Unzufriedenheiten sind oder wo ich einfach mein Leben viel besser gestalten könnte, als ich es tue? Im Prinzip können Sie sich da wie bei einem Haus daran orientieren. Wir schauen uns erstmal das Fundament an. Also ich muss mir erst bewusst machen, wer bin ich, was ist meine Persönlichkeit, was motiviert mich, was treibt mich an, was gibt mir Energie.
und was brauche ich natürlich auch, um gut arbeiten zu können. Und basierend daraufhin richte ich dann meine 3 Säulen, die Gesundheitssäule, also auch die Frage, was macht mir Spaß, wo finde ich meine Leidenschaft, wenn es nicht der Beruf ist, die Beziehungssäule, also Partner, Familie, Freunde und natürlich auch die berufliche Säule darauf aus. Da haben wir ja auch im Beitrag ein Beispiel gesehen von jemandem, der dann quasi im Privaten was verändert hat. Ist das dann auch oft eine Lösung, dass man auch im Privaten guckt, statt im Beruflichen? Genau, also auch wenn mir in meinem Beruf es keinen Spaß macht, kann ich trotzdem ein sinnhaftes Leben führen. Es geht in der Tat, wir haben es gesehen, eben darum, es war ja ein Geschäftsführer einer Heizungsmonteurfirma, darum dann im Privaten die Fotografie eben als seine Berufung wohl zu finden. Und je besser ich mir meiner eben bewusst bin, desto leichter finde ich natürlich da auch meinen individuellen Weg. Oder ein Techniker, der vielleicht leidenschaftlich gern Marathon läuft. Das kann man vielleicht im Beruf, aber dann vielleicht in der Freizeit dann. Und mal angenommen, gehen wir zu der beruflichen Säule. Da können ja auch viele noch was verändern. Mal angenommen, man hat einen tollen Job, von mir aus ist man Führungskraft. Man möchte aber eigentlich einfach mal weniger arbeiten, was gerade in super Jobs dann gar nicht so leicht ist oft. Wie überzeugt man davon den Chef oder das Unternehmen, ohne direkt einen komplett anderen Job machen zu müssen? Also die Zeiten sind jetzt genau richtig, wenn wir befinden uns in einem Wandel unserer Arbeitskultur. Also es geht erstmal darum, sich bewusst zu machen, was will ich konkret. Oftmals geht es auch nicht um weniger Arbeiten, sondern eher vielleicht auch eine Umverteilung der Arbeit. Das hat man in dem Beispiel ja auch sehr schön gesehen mit der Einführung der 4-Tageswoche. Und gleichzeitig wissen viele auch gar nicht, was ihr Marktwert ist. Und da kann ich nur sagen, dass Unternehmen, die nachhaltig mittlerweile auch wettbewerbsfähig sein wollen, die müssen ein Konzept haben, wie sie eine gute Arbeitskultur schaffen. Weil wir haben es auch in Corona-Zeiten gesehen, dass unausgewogene Arbeitskulturen sehr oft auch zu Fachkräftemangel führen. Also gerade in diesen Zeiten ist der Arbeitnehmer quasi teilweise auch in einer stärkeren Position, als er denkt. Wie müssen sich denn Unternehmen insgesamt aufstellen, um in Zukunft dieser Generation von Work-Life-Balance-Fans gerecht zu werden? Die nachhaltige Wirtschaft generell ist ja generell sehr komplex. Ja? Es gilt dazu eben, dass sie für alle Akteure passen. Also neben dem Unternehmen mit seinen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten auch für die Gesellschaft und auch die Umwelt. Und die jetzigen Berufseinsteiger, die haben eben nicht nur die Prioritäten in der Leistung in der Karriere, sondern die sind auch meistens sehr, sehr gut ausgebildet und wissen auch genau, was sie wollen und was sie eben nicht wollen. Und da kann ich eben nur den Rat geben, dass Unternehmen da eben Zeit investieren, auch diese Mitarbeiter zukünftig auch mehr einzufangen und mehr abzuholen. Und was sagen Sie zum Beispiel den Älteren in so einem Unternehmen, die sagen, da kommen die Jungen und die haben noch nie hart gearbeitet und wollen jetzt mehr frei? Ich habe persönlich auch das Gegenteil davon kennengelernt, dass es eben auch die Jungen sind, die mehr arbeiten wollen und die Alten, die sagen, haben wir schon immer so gemacht, machen wir immer weiter. Und da liegt auch, glaube ich, die Lösung darin, eben, dass man eben die Bereitschaft hat, voneinander zu lernen. Denn das gehört auch zu einer guten Arbeitskultur, dass ich eben alle Mitspieler eben gut einfange und gut integriere. Und wichtig auch beim vielen Arbeiten nicht in den Burnout zu kommen. Wie merkt man frühzeitig, dass man da vielleicht gerade reinschlittert? Also aus meiner Sicht ist ein Burnout ein sehr schleichender und auch sehr komplexer Prozess. Der hat auch übrigens nicht nur mit der Menge der Arbeit manchmal vielleicht auch zu tun, sondern eben auch dass eben ein Ungleichgewicht zwischen meinen persönlichen Bedürfnissen und der Arbeitskultur gestanden ist. Und das merke ich relativ sehr schnell auch, wenn ich körperlich eben auch Einbußen habe, wie Rückenschmerzen zum Beispiel oder eben auch Schlappheitsgefühle. Und da gilt es eben ganz konkret, wenn ich das feststelle, einen Schritt zurückzugehen und hinzuschauen und sich dann gegebenenfalls einen professionellen Partner zu suchen. Sagt genauso ein professioneller Partner. Coach Kerstin Zieslik, vielen Dank für die Einordnung und den Rat. Sehr gerne. Also ich nehme mit, es lohnt sich auf jeden Fall immer mal so ein bisschen Abstand zu gewinnen zum eigenen Ich, zum Alltag und auf diese 3 Säulen zu schauen, Beruf, Beziehungen und Gesundheit, um für sich herauszufinden, wo Baustellen sind.